Im Herbst 2004 hatte die Orange Revolution in der Ukraine, das heißt die erfolgreichen Proteste gegen die Fälschungen der Ergebnisse zu den Präsidentschaftswahlen, über 2 Monate die deutschen Medien beherrscht. Danach war die Ukraine aber schnell wieder aus den deutschen Medien verschwunden. Mit Ausnahme gelegentlicher Berichte über die bekanntesten politischen Figuren Viktor Juschenko und Julia Timoschenko und die Konflikte über Gaslieferungen in und durch die Ukraine. 10 Jahre später, Ende 2013, Anfang 2014, war dann die Ukraine plötzlich wieder über mehrere Monate Thema Nummer 1 in unseren Medien. Anlass für die Ende November 2013 einsetzenden und wachsenden Proteste war sicherlich der Konflikt um das EU-Assoziierungsabkommen, das der ukrainische Präsident auf Druck Russlands entgegen vorheriger Ankündigungen nicht unterschrieb. Europa war hier direkt angesprochen. Erst langsam verstanden wir aber damals, dass es nicht nur um diesen einen innen- und außenpolitischen Konflikt ging. Denn er stand sinnbildlich für den Protest einer jungen Generation und dann weiterer Kreise der ukrainischen Gesellschaft gegen ein als korrupt und autoritär wahrgenommenes Regime, das die Zukunftschancen einer Gesellschaft zerstörte. Der anhaltende, friedliche Protest faszinierte uns, setzte aber auch Angst vor einem Gewalt- und Kriegsausbruch frei. Es gab einige Politikerinnen des Bundestages und des Europäischen Parlaments, die damals die Maidan-Protestierenden besuchten und unterstützten. Und auch der deutsche Außenminister war anlässlich eines Außenministertreffens in Kiew kurz auf dem Maidan. Später, im Februar 2014, versuchte der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier zusammen mit anderen Außenministern in Kiew zu vermitteln und einen friedlichen Übergang der Macht zu ermöglichen. In der deutschen Gesellschaft gab es viele Stimmen, die vor einem Konflikt oder Krieg mit Russland warnten und sich als friedensorientiert präsentierten, während andere, viele Osteuropa-Expertinnen und Experten, den Bezug der Protestierenden auf politische Souveränität und Freiheit teilten und dafür in der deutschen Gesellschaft Verständnis und Unterstützung einforderten. Heute wird vielleicht der Maidan vor allem mit dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine verknüpft, der im Februar/März auf der Krim und im Osten der Ukraine begann. Dagegen ist in der Erinnerung die gesellschaftliche Aufbruchsstimmung des Maidan verblasst. Auch die Erinnerung an die Toten des Maidan, die himmlische Hundertschaft, ist angesichts der Kriegstoten in den Hintergrund getreten. Durch die Geopolitisierung des Krieges wird gegenwärtig übersehen, dass der Euromaidan bzw. die Revolution der Würde zunächst ein Kampf um Recht und Demokratie war, der aus der Mitte der ukrainischen Gesellschaft kam und in allen Regionen der Ukraine Unterstützung gefunden hat. Für mich ist der Euromaidan von 2013-14 eine politische Souveränitätserklärung von unten, beziehungsweise die eigentliche politische Unabhängigkeitserklärung der Ukraine, vor allem selbstverständlich von Russland. In dieser Richtung knüpft er sicherlich an die Orange Revolution von 2004 oder an die Studentenproteste von vor 1991 an. 1991 hatte die Ukraine zwar staatsrechtlich ihre politische Unabhängigkeit erreicht, aber verblieb de facto doch in Abhängigkeiten aus der Vergangenheit, die ihre Handlungsmöglichkeiten einschränkten. Das sollte sich 2013-14 ändern. Zwar gab es auf dem Maidan auch symbolische Bezüge, die weiter zurückreichten, auf die frühneuzeitliche Kosakenzeit, auf die Französische Revolution und auch auf die UN und Stepan Bandera, aber man sollte diese Bezüge nicht nationalgeschichtlich essentialisieren. Ich sehe 2 wichtige Einflüsse früherer imperialer Strukturen auf den Euromaidan. Der eine ist die Wahrnehmung Russlands als das imperiale Andere außerhalb der Ukraine und der zweite ist die Wahrnehmung des russisch-sowjetischen Anderen im eigenen Land, von Lenin-Statuen bis hin zur russischen Sprache.